Wir als Fraunhofer Gesellschaft arbeiten vor allem in der anwendungsorientierten Forschung. Also wir bringen Technologien, die in der Wissenschaft erprobt wurden, wo dort auch die Grundlagenforschung gemacht wurde, zusammen mit Bereichen aus der Praxis. Hier am Standort konzentrieren wir uns auf die grafische Datenverarbeitung und ganz explizit eigentlich auf den Bereich Smart Farming. In dem technologischen Bereich machen wir oft was sehr Ähnliches. Also ganz oft schauen wir uns eigentlich an, was kann ein landwirtschaftlicher Experte in der Beobachtung an einem Tier oder einer Pflanze eigentlich erfassen? Was protokolliert diese Person? Was kann man dadurch automatisieren? Und wir setzen dann künstliche Intelligenz in der Kombination mit Bildverarbeitung ein, um dann eben eine KI zu schaffen, die dem Landwirt, der Landwirtin, Züchtern die Arbeit einfach erleichtert. Man sieht hier die Ähren in dem Exponat, die wir eingescannt haben mit unterschiedlichen Kamerablickwinkeln. Es gibt da KI-Methoden, die sich eigentlich so in den letzten Jahren entwickelt haben. Und wir wenden das eigentlich an, um diese 3D-Modelle zu erstellen und dann die Objekte da drin zu vermessen. Weizen ist eine extrem wichtige Kulturpflanze für die Ernährung. Gleichzeitig hat diese Pflanze natürlich Herausforderungen mit Klimawandel. Es muss immer resistenter eigentlich gelingen und da spielt die Pflanzenzüchtung eine enorm wichtige Rolle dabei. Wir befinden uns mit der Technologie ganz oft auf dem Feld und wenn wir uns dann so eine Parzelle anschauen, dann können wir alles eigentlich erfassen. Also wir können sagen, wie hoch ist die Pflanze, wie groß ist die Ähre, wie viele Ähren sitzen dort eigentlich, was ist das Volumen der Ähren. Wie viele Körner sitzen eigentlich pro Ähre dort drauf? Das sind jetzt alles Punkte, die werden sonst mit Papier und Bleistift festgehalten. Aber was wir auch machen, ist, dass wir mit Röntgentechnologie dann in den Boden reinschauen und dann eben auch beurteilen können, nicht nur wie viel Ertrag bildet diese Pflanze, sondern auch was für ein Wurzelsystem bildet diese Pflanze. Es gibt unterschiedliche Sensoren und unterschiedliche Verfahren, mit denen man so 3D-Informationen gewinnen kann. Röntgen ist das eine, aber auch diese Multi-View-Verfahren, die wir hier eingesetzt haben, um die quasi oberirdischen 3D-Modelle zu generieren. Mit den Spektralbändern ist es so, dass es ja den Rot-, Grün- und Blau-Bereich gibt. Stress zum Beispiel, der wird sichtbar im Nahinfrarotbereich. Oder der SWIR-Bereich, das ist Shortwave Infrared. Damit lässt sich sehr viel über den Wassergehalt von Pflanzen aussagen. Die KI-Verfahren, die wir dafür verwenden, die benutzen zum einen eben diese Bilder, aber auch die Positionen der Kameras. Und dann lernt die KI-Methode das 3D-Modell, was sich daraus bildet. Unsere Exponate zeigen, dass wir mit der Digitalisierung oder mit der optischen Datenverarbeitung uns unterschiedliche Bilder eigentlich von einem Objekt generieren können. Mit einer Digitalisierung der Landwirtschaft können wir grundsätzlich die Möglichkeit schaffen, viel mehr Informationen zu generieren, dadurch natürlich auch mit dem Ziel, dass wir viel mehr darüber lernen. Das Futurium als Haus der Zukunft ist genau der richtige Ort, dass man eine technologische Diskussion, eine gesellschaftliche relevante Diskussion miteinander kombiniert, damit diese beiden nicht voneinander parallel laufen, sondern dass wir das zusammen auch weiterdenken, um da gemeinsam in die Richtung der Zukunft zu gehen. Diese Technologieoffenheit und auch den Blick in der Zukunft erwarten wir uns, dass wir das durch unsere Exponate transferieren können.